Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video bzw. zu einem ersten Waffenguide. Und zwar schauen wir uns heute gemeinsam das Sturmgewehr M5A1 an, das zurzeit mit Sicherheit zu den stärksten Waffen, wenn nicht die stärkste Waffe in BF 2042 derzeit ist. Checken wir gemeinsam, also ich gebe einmal einen kurzen Überblick zu Pro und Cons, dann gehen wir natürlich auf die Spezialisierung bzw. Aufsätze einmal gemeinsam ein und da habe ich zwei Loadouts, die ihr unbedingt mitnehmen solltet, wenn ihr auf kurze und mittlere Distanzen alles in den Schatten stellen wollt, plus Rückstoßverhalten und vor allem, wie wir das Ganze kontrollieren. Thema Bloom-Effekt, beziehungsweise nicht Bloom, sondern Streuung ist dann nochmal das Thema, das ich mit euch anschneiden werde. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr mit am Start seid und wir beginnen jetzt mal mit einem groben Überblick zum Sturmgewehr M5A1. Wo setzt ihr das Ding am besten ein? Also wie gesagt, in den Spezialisierungen, die ich euch später im Video noch zeigen werde, ist das auf jeden Fall der Rasierapparat für kurze und mittlere Distanzen. Weitere Distanzen sind auch aufgrund der Waffenmechanik im Moment noch etwas schwierig, auch wenn ihr Crouch shootet, wenn ihr Burst shootet oder whatever. Trotzdem diese richtig großen Distanzen, weiten Distanzen, ja, ist nicht das Kerngebiet von diesen vollautomatischen Sturmgewehren, auch auf Einzelschuss nicht und wie gesagt auch auf Burst nicht. Nichtsdestotrotz könnt ihr wirklich mit diesen Nahkampf-Loadouts alles wegrasieren und da haben auch keine MPs eine Chance gegen euch. Dementsprechend werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf eben genau diese Loadouts, die wir uns gemeinsam im Hauptmenü noch einmal anschauen wollen. Und da geht es mal los mit der Nahkampfmunition. Da habt ihr eine bessere Rückstoßkontrolle, schnelleres Nachladetempo und vor allem eine erhöhte Feuerrate dann mit 800. Das packt ihr auf jeden Fall ein. Visiertechnisch ist immer so, sage ich, mit was kommt ihr am besten zurecht? Ich mag halt am liebsten wirklich das Iron Sight, die vor allem, ja, bei dem Gewehr ist das Iron Sight wirklich richtig geil. Ich kann euch auch K8 Holo auf jeden Fall empfehlen und für das Distanzvisier nehmt ein Dreifach mit. Sechsfach habe ich jetzt drauf, weil ich hier diese letzte Challenge abschließen muss bzw. möchte. Kann man jetzt aber nicht wirklich einem empfehlen. Und ergänzend dazu für den offensiven Spielstil packt euch auf jeden Fall einen Untergriff ein, der eure Stabilität bzw. Präzision in der Bewegung unterstützt. Welchen ihr da auswählt, ist euch überlassen. Dann nehmt auf jeden Fall noch einen für längere Distanzen mit. Und wer möchte, packt sich noch einen Granatwerfer oder Schrotflinte oder whatever mit ein. Und ganz interessant wird es jetzt eben bei den entsprechenden Läufen und da packt ihr als allererstes den Short-Lauf, den verkürzten Lauf mit rein. Der gibt euch nämlich nochmal eine Erhöhung der Feuerrate, auch wenn man das an den Stats selbst nicht ablesen kann. Das wäre Loadout 1. Und für das Loadout 2 nehmt ihr einen Schalldämpfer mit. Eignet sich wirklich perfekt, wenn ihr mal hinter die Gegner kommt, weil ihr auf der Minikarte nicht sichtbar seid. Also das sind die beiden Läufe, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Und für Long Range könnt ihr auch nochmal was einpacken. Also wenn ihr eben auf etwas weitere, mittlere bis weite Distanzen etwas weglasern könnt, aber gerade auf weite Distanzen muss man das Ganze ein bisschen umbauen, das heißt, da changed ihr auf stationäre Griff bzw. Unterläufe und eben den Long Range Aufsatz und da schießt man am besten eben auch aus stationärer Position. Besten Fall nochmal abgekniet, also im Crouch, weil das gibt euch nochmal eine zusätzliche Präzision. Ansonsten trifft man nämlich auf ganz weit entfernte Distanzen meist gar nichts. Damit wir uns das Thema Rückstoß jetzt nochmal einmal kurz vor Augen führen, wie das jetzt bei dieser Waffe aktuell aussieht, habe ich euch das mal ganz kurz an die Wand gegeben. Einmal Hüfte ohne Kontrolle, da seht ihr schon, Kugeln gehen all over the place. Auch wenn man da ein bisschen gegenzieht, alles komplett durchgetriggert, um das einmal euch zu verdeutlichen. Auch im Visier geht der Rückstoß leicht rechts nach oben, aber das kann man auch im Dauerfeuer komplett gegen kontrollieren und es bleibt ziemlich auf einer Position stehen. Klar, umso weiter die Distanzen, umso weiter die Streuung, kann es nur noch mal sagen, da kann ich euch nur Tap, Burst und Crouch feiern empfehlen. Auf weite Distanzen auf gar keinen Fall. Einfach nur den Trigger gedrückt lassen und durchlasern. Und damit würde ich auch sagen, kommen wir zu einem Fazit zu dieser wunderbaren Waffe. Und aufgrund dieser Feuerratenerhöhung plus in Kombination mit einer relativ guten oder hohen Präzision ist das auf jeden Fall eine Waffe, die ihr unbedingt in euer Standard-Loadout mit aufnehmen solltet und die ihr auf jeden Fall auch mal so testen solltet. Ihr werdet sehen,
Da wird ordentlich durchrasiert und natürlich hat man jetzt noch nicht alle Waffen hochgelevelt, auch ich noch nicht. Das wird sich im Verlauf der Zeit auch nochmal jetzt nicht ändern. Meine Meinung wird sich nicht ändern, aber vielleicht das Verhältnis zu anderen Waffen. Es kommen natürlich auch noch Patches mit dazu. Auch da kann sich natürlich nochmal was ändern. Würde mich fast wundern, wenn die Waffe so bleibt, weil sie ist schon relativ stark, aber wir stehen ja noch komplett am Anfang des Lebenszyklus von Battlefield 2042. Also machen wir uns mal keinen Stress diesbezüglich. Wenn es dazu Veränderungen gibt, dann seid ihr hier natürlich auch komplett richtig. Ich halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden. Es werden noch viele weitere Guides natürlich folgen zu Waffen, zu Fahrzeugen, zu Helis und zu Flugzeugen. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt schon, dann packt mir das an der Stelle sehr gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir die entsprechende Waffe an und dementsprechend würde ich jetzt sagen, gibt es noch ein bisschen schmackhaftes Gameplay für euch an die Hand und ich freue mich oder würde mich auf jeden Fall über ein dickes fettes Like auf diesem Video freuen. Wenn ihr Bock auf mehr Content habt, dann könnt ihr den Kanal auch sehr gerne abonnieren. Checkt auch alle weiteren Links zu Livestreams auf Twitch und so weiter in der Videobeschreibung und as always würde ich sagen, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.
Packungen sinkt.